So, vor genau einer Woche hat der ganze Spaß angefangen, die ganze Quarantänezeit. Ich weiß nicht warum, aber meine Hände, Füße, Beine, das juckt unnormal. So, Leute, es ist gerade 5:49 Uhr. Wir haben bis 6 Uhr Zeit gehabt, und zwar eine Zwischenpräsentation. Aber danach gab es ein größeres Problem, und zwar, es schneit. Ein sehr kurzes Update, ich saß den ganzen Tag vorm Laptop, die Uni hat begonnen. Ich habe eine kleine Neuigkeit, ich habe gerade beim Gesundheitsamt angerufen. Nach 3 Stunden geht es weiter. Ja, ich bin kaputt. Es geht weiter. Ich bin gespannt. So, heute mal ein etwas anderes Video. Und zwar haben ein, zwei Leute mir gesagt, mach doch mal so ein Videotagebuch, und deswegen dachte ich so, okay, warum nicht, und erzähle euch einfach mal, was so in den letzten Tagen eigentlich passiert ist, denn heute ist Tag 3 der Quarantäne, heute ist der 1. Januar, also pünktlich zum Jahresanfang dachte ich, beginne ich mit dieser Videoreihe. Vor 2 Tagen, am 30. haben wir einen Test gemacht, einen Corona-Test, und der ist dann letztendlich positiv gewesen, wobei nicht vor 2 Tagen, sondern vor 3 Tagen haben wir den Test gemacht, und am 30. hatte ich dann die Ergebnisse gehabt. Wie hat alles eigentlich begonnen? Und zwar waren wir schon mit meinen Eltern seit ungefähr 2 Wochen zu Hause, also wir sind nie so richtig rausgegangen, und seit einer Woche waren wir dann krank. Das hat mit meiner Mutter begonnen, sie war etwas krank, also ganz normal Schnupfen, halt die Grippe, dachten wir, okay, sie hat die Grippe, weil 1, 2 Tage später hat es dann auch bei uns angefangen, wir waren halt komplett alle krank, sage ich mal, Grippe, also Schnupfen, Husten, bei mir vor allem starke Kopfschmerzen, und nach einer Woche hat es dann auch angefangen, bei mir zumindest, dass ich nichts mehr geschmeckt habe, also bei einigen Sachen habe ich dann nicht mehr so den Geschmack bekommen, und da dachte ich so, okay, es ist anscheinend was Ernsteres. Haben wir direkt einen Termin gemacht, einen Tag später haben wir uns dann testen lassen. Das war dann eben der 29., also vor 3 Tagen. Und da hat schon alles angefangen, dass es so komisch gewesen war, weil ich hatte mich davor schon 2-mal testen lassen. Also in die Türkei geflogen, da habe ich einen Test gemacht, als ich zurück war, habe ich einen Test gemacht. Und da war es immer so, jemand hat halt eben so ein Stäbchen im Mund, also in den Rachen und dann in die Nase, also war sehr eklig. Und was sagt uns der Doktor dort oder der Arzt? Ja, sie machen den Test selber. Die Begründung: Wenn sie den Test selber machen würden, also die Ärzte dort, wenn sie den Test machen, müssen sie einen Anzug anziehen, plus, wenn jemand positiv sein sollte, müssen sie dann die ganze Praxis komplett desinfizieren. Und dann meinten die so, ja, das ist extrem teuer, sowas zu machen, deswegen haben die so ein Patientenbad, einfach eine Toilette mit einem Spiegel, dort macht ihr dann selber den Test. Und da hat schon, wie gesagt, angefangen. Er hat da so ein Foto gezeigt, so eher gesagt so ein Bild, wie das da aussieht, wie man das so macht. Zum Glück müssen wir es nicht in die Nase, aber halt sehr nur in den Mund, bis nach hinten halt, bis hinter der, ich sag mal, die kleine Zunge da. Bis dann mussten wir das machen. Es war aber etwas angenehmer im Vergleich zu den letzten 2 Malen. Naja, wir haben das gemacht. Einen Tag später haben wir schon die Ergebnisse bekommen, und da habe ich mich auch schon gewundert. Die Frau sagt so, ja, herzlichen Glückwunsch, die sind positiv. Und das Überraschende, meine Mutter war negativ, also nur ich war positiv, mein Vater hatte sich nicht testen lassen, war aber dann quasi klar, oder wir vermuten einfach, dass er auch positiv ist, weil wir haben dieselben Symptome. Meine Mutter ging es schon in der Zeit etwas besser seit 1, 2 Tagen, deshalb wir vermuten, sie hatte schon das Ganze und hat es hinter sich, und nur wir haben quasi die ganzen, ja, die positive Message, sage ich mal, bekommen. Seitdem, was ist passiert? Das war dann halt direkt der erste Tag der Quarantäne. 2 Wochen müssen wir bleiben. Und direkt am ersten Tag, nachdem ich die Ergebnisse erhalten habe, am selben Tag, am Abend, hat dann angefangen, mein Gesicht so rot zu werden, weil ich musste die ganze Zeit kratzen. Es hat richtig gejuckt, weil so irgendwie hier unter den Augen, aber auch hier ein bisschen, hat es gejuckt. Oh, ich dachte mir nichts dabei. 4 Uhr nachts, ich wache auf, komplett meine Hände jucken. Die hatten auch angefangen etwas zu jucken, aber dann, als ich aufgewacht bin, komplett rot, etwas angeschwollen. Das juckt, meine Füße genau dasselbe, und das war nicht lustig, sage ich mal so. Naja, ich habe dann eine Weile später bin ich dann nochmal schlafen gegangen. Als ich aufgewacht bin, dasselbe immer noch komplett rot, das juckt. Wir haben dann bei der Corona-Stelle, Hotline dort mal angerufen. 1 Stunde später, Arzt ist gekommen, hat dann vor der Haustür mich quasi kontrolliert. Er hat gesagt, sich ein bisschen das angeschaut, Medikamente gegeben, das war's, also nichts Schlimmes. Am selben Tag, am Abend, hat es dann wieder angefangen zu jucken. Das war dann eben Silvester, also gestern. Und als ich dann wieder aufgewacht bin, also heute Morgen, als ich dann aufgewacht bin,
Genau dasselbe, nur viel schlimmer. Also wirklich meine Hände komplett rot, meine Füße komplett rot, sogar bis zu meinen Beinen. Und das hat immer gejuckt. Und das war so ein Jucken, das war nicht mehr witzig. Das war wirklich ein schlimmes Jucken. Naja, dann ein bisschen Creme, dies, das und es wurde dann wieder besser. Jetzt momentan haben angefangen meine Ohrläppchen rot zu werden, glaube ich. Also ich spüre, dass es voll warm geworden ist und eben juckt. Deswegen bestimmt jetzt gleich auch mal Cremen auf jeden Fall. Bis jetzt ist es so abgelaufen. Bis jetzt auch relativ normal. Also wir gehen nicht sehr oft raus, wie gesagt, wie am Anfang auch erwähnt. Von daher ist es noch nicht sehr langweilig. Und wie vergeht die Zeit? Ich werde, glaube ich, beginnen mal zu lernen, ab morgen zumindest, weil die Schule, eher gesagt die Uni, die Klausuren werden bald anfangen und ich werde, glaube ich, so versuchen, meine Zeit da zu überbrücken. Also wie gesagt, mir geht es eigentlich ganz gut. Es läuft allgemein wie eine Grippe eigentlich, also nicht so schlimm, zum Glück nicht so schlimm im Vergleich zu anderen, die es vielleicht etwas schlimmer haben, kann ich nur Alhamdulillah sagen. Ja. Aber bis jetzt läuft es relativ normal und wir sehen uns am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen. So, Tag Nummer 4. Ich dachte, ein bisschen Location ändern wäre nicht schlecht, auf jeden Fall. Ich fange wieder damit an, womit ich gestern aufgehört hatte, und zwar diese Juckreiz-Geschichte. Ja, heute Morgen hat es so richtig gejuckt, okay, bin ich dran gewohnt irgendwie, aber jetzt von einer Stunde, 1, 2 Stunden vorher hat es wieder so richtig angefangen zu jucken. Ich weiß nicht warum, aber meine Hände, Füße, Beine, das juckt unnormal. Jetzt geht es gerade ein bisschen wieder, aber ich hoffe, dass es nicht wieder nochmal beginnt. Auf jeden Fall, ich habe ja gestern gesagt, ja, ich will was für die Uni machen, dies, das. Ich muss allgemein sagen, diese Videotagebuch-Geschichte, diese Idee finde ich eigentlich ganz gut, weil das gibt mir auch ein bisschen so, also ich habe immer im Hinterkopf, ey, heute Abend werde ich ein Video drehen und ich muss sagen, was ich heute gemacht habe. Und das gibt mir so ein bisschen den, schon ein bisschen den Druck dazu, etwas zu machen, weil wenn ich jetzt gar nichts mache, werde ich dann vor der Kamera stehen und sagen, ich habe nichts gemacht. Und das hat mich so ein bisschen dazu bewegt, irgendwas zu machen. Für die Uni habe ich leider nichts gemacht. Ich hatte vor, zumindest damit zu beginnen. Aber ich habe dafür mit etwas anderem begonnen, was ich schon vorhatte, seit längerem zu beginnen. Und zwar ist das so eine, ja, ich sag mal, türkische Serie, wobei das keine Serie ist. Das ist so ein Programm, eher gesagt, wo so ein türkischer Schauspieler, aber auch gleichzeitig Regisseur einfach erzählt, wie man einen Film schreibt, wie man eine Story schreibt. Eher gesagt auch so ein Skript, kann man das auch bezeichnen. Also worauf man so bei den ganzen Sachen achtet. Und habe zumindest damit begonnen. Aber das reicht nicht. Ich will ein bisschen mehr was machen. Ich will die Zeit etwas mehr nutzen. Und ich kann noch eine Sache sagen. Heute hat meine Mutter die Balkontür aufgemacht. Und da habe ich gedacht, ey, frische Luft. Irgendwie, ich fange so richtig an, das Ganze zu schätzen, einfach mal rausgehen zu können. Ich war davor 2 Wochen lang ja einfach so zu Hause gewesen und war froh, dass ich mal draußen war. Das war halt der Tag, wo ich mich getestet habe, also wo ich mich selber getestet habe, also diesen Corona-Test. Da hatte ich das schon voll geschätzt, einfach mal wieder frische Luft zu bekommen. Und jetzt zu Hause, ich merke einfach, auch wenn ich nicht so oft rausgehe, ist das auf jeden Fall eine sehr schöne Sache, einfach mal frische Luft zu bekommen. Das habe ich nochmal einfach heute geschätzt. Aber das war es auch eigentlich zum heutigen Tag. Ich habe auf jeden Fall vor, morgen etwas für die Uni zu machen, weil ab Montag beginnt schon wieder die Uni und ich will das schon, also am Sonntag, also morgen, mal wenigstens 1, 2 Sachen grob beenden. Und das war es eigentlich auch mit dem heutigen Tag. Und wir gehen weiter dann mit dem nächsten Tag oder mit den nächsten Tagen. Mal schauen, wie es dann aussehen wird. Ey, heute wieder um 3 Uhr nachts aufgestanden mit so einem heftigen Juckreiz. Ich konnte nicht richtig schlafen gehen, weil später bin ich doch schlafen gegangen, danach ging es mir wieder besser, nachdem ich aufgewacht bin, kein Jucken mehr, okay, alles schön. Aber danach gab es ein größeres Problem, und zwar, es schneit. Ich weiß nicht, ob man das an der Kamera jetzt hier so sehen kann, aber es schneit einfach. Ich sehe so, jeder postet in der Story, dass es schneit, jeder freut sich, jeder geht raus und ich liebe Schnee. Ich warte quasi jedes Jahr darauf, dass es schneit, und genau wenn es schneit, passiert es. Ich bin in Quarantäne, ich kann einfach nicht rausgehen. Und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Jetzt muss ich einfach hier abwarten, muss alles mir anschauen. Und ich hoffe einfach so, dass nach 10 Tagen, wenn ich dann rausgehen kann, dass es dann immer noch schneit. Aber ganz ehrlich, in Berlin Schnee, ich glaube nicht, dass er noch irgendwie 10 Tage hier halten kann. Aber wir schauen mal weiter.
So, Tag Nummer 6, ein sehr kurzes Update. Ich saß den ganzen Tag vorm Laptop, die Uni hat begonnen, so eine Workshop-Woche hat begonnen, ich bin einfach nur noch kaputt, ey. Es gibt nur noch eine Neuigkeit, und zwar heute Morgen. Ich hatte nicht so einen heftigen Juckreiz, also es geht langsam in eine gute Richtung. Ich hoffe, dass es auch dann morgen so ist, aber ansonsten gibt es heute wirklich nichts Neues. Ich saß einfach den ganzen Tag vom Laptop und bin einfach nur noch kaputt. Es ist gerade schon 11:30 Uhr, also 23:30 Uhr, und seit heute Morgen sitze ich einfach vorm Laptop. Deswegen, es geht direkt weiter, und zwar mit Tag Nummer 7. So, Tag Nummer 7. Vor genau einer Woche hatte ich mich testen lassen. Und ich muss sagen, der heutige Tag ist relativ ähnlich wie gestern abgelaufen. Und zwar war ich wieder den ganzen Tag mit der Uni beschäftigt. Eine Sache gibt es aber, die neu ist. Und zwar heute Morgen, als ich aufgewacht bin. Zum ersten Mal hatte ich keinen starken Juckreiz. Also ich hatte so gut wie gar keinen Juckreiz. Es lief also heute Morgen sehr gut. Und ich hoffe, dass das dann eigentlich damit auch beendet ist. Und das Einzige, was noch übrig ist, ist mein Husten. Ab und zu kriege ich so Hustanfälle, aber von Tag zu Tag wird das auch weniger. Von daher, es geht gerade in eine gute Richtung und es geht dann auch direkt weiter mit dem nächsten Tag. Ich glaube aber, die nächsten Tage werden relativ ähnlich ablaufen, weil wir haben gerade so eine Workshop-Woche und die dauert von morgens bis abends. Also es ist wirklich sehr voll. Von daher, es geht weiter. So, vor genau einer Woche hat der ganze Spaß angefangen, die ganze Quarantänezeit, denn vor einer Woche haben wir unsere Testergebnisse bekommen. Das heißt, heute ist Tag Nummer 8. Es gibt ein, zwei Neuigkeiten, aber generell, wie ist der Tag abgelaufen, so wie die letzten Tage. Es war einfach wieder nur stressig, ich bin einfach komplett müde, wieder den ganzen Tag vorm Laptop gesessen. Aber wie gesagt, es gibt ein, zwei Neuigkeiten. Und zwar haben wir heute endlich diesen Brief bekommen. Wir sollten eigentlich einen Anruf vom Gesundheitsamt bekommen, haben aber jetzt einen Brief bekommen vom Bezirksamt oder so. Ich glaube, es war vom Bezirksamt. Und da steht auf jeden Fall, dass die Quarantäne am 7., also morgen, zu Ende ist. Also eigentlich wurde uns gesagt 2 Wochen, also, und da steht auf einmal jetzt morgen, also eigentlich nur eine Woche. Naja, auf jeden Fall, da stand aber auch, muss ich auch noch sagen, falls da Symptome zu sehen sind oder noch allgemein vorhanden sind, verlängert sich die Quarantäne um 5 Tage. Und das Problem ist, und das ist eben diese nächste Nachricht, bei mir sind die Symptome noch etwas vorhanden. Ich habe Husten, jetzt nicht sehr stark, um ehrlich zu sein, noch wenig Husten, also es wird von Tag zu Tag bei mir zumindest besser. Aber bei meinem Vater ist es gerade nicht so der Fall. Also bei ihm sind die, sag mal, Hustanfälle viel schlimmer. Also er hat noch starke Symptome eigentlich. Und aus diesem Grund verlängert sich unsere Quarantäne. Und wenn ich ehrlich sein muss, ich kann mir nicht vorstellen, dass nach 5 Tagen sich irgendwie da noch extrem krass sich die Situation verbessern wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir dann etwas länger noch sogar bleiben müssen. Ja, kann man nichts ändern. Eine andere Sache, die ich noch sagen muss, heute habe ich zum ersten Mal, oder eigentlich schon das zweite Mal, dieses, ja, ich sag mal, bedrückende Gefühl gehabt. Ich hatte das vor einer Woche auch, weil ich war ja seit sehr langer Zeit auch schon vor der Quarantäne, genau, vor der Quarantäne war ich nicht sehr oft draußen. Ich war wirklich eigentlich nur zu Hause. Und jetzt wieder, seit einer Woche zu Hause, plus diese Uni von morgens bis abends. Also ich merke langsam, das wird zu viel. Das wird wirklich irgendwann zu viel. Irgendwann, man hat keine Lust mehr drauf. Deshalb, ich freue mich wirklich sehr drauf, wenn all das eigentlich endlich mal zu Ende ist und wir ganz normal rausgehen können. So, das war heute jetzt wieder so eine lange Rede wie am ersten Tag. Auf jeden Fall, es geht weiter. So, Leute, es ist gerade 5:49 Uhr. Wir haben bis 6 Uhr Zeit gehabt, und zwar eine Zwischenpräsentation. Wir haben quasi die ganze Woche jetzt hierfür gearbeitet. Wir hatten jeden Tag so eine Abgabe, die wir wir hatten immer bis 0 Uhr Zeit. Und jetzt für diese Zwischenpräsentation, sage ich mal, haben wir eben bis 6 Uhr Zeit gehabt, und wir sind vor ungefähr 10-20 Minuten fertig geworden. Es war eine anstrengende Woche. Es war jeden Tag einfach belastend, plus Quarantäne. Habe schon vor ein paar Tagen gesagt, es war schon ein bisschen belastend, wie gesagt. Auf jeden Fall, wir haben es jetzt hinter uns. Aber es ist jetzt fast 6 Uhr. Um 9 Uhr beginnt die Präsentationen. Da müssen wir kurz anwesend sein, da wissen wir eben, wann wir dran sind. Das heißt, nach 3 Stunden geht es weiter. Ja, ich bin kaputt.
es geht weiter. So, dieselbe Stelle, nur ist jetzt diesmal viel mehr Zeit vergangen. Und zwar nach der letzten Aufnahme bin ich dann schlafen gegangen, ein paar Stunden später wieder aufgestanden, weil um 9 Uhr war dann die Konsultationsgeschichte, er hat gesagt, die Präsentationen haben angefangen, wir waren dann aber viel später dran, erst so um 16, 17 Uhr. Es lief leider gar nicht gut, es lief wirklich gar nicht gut, also so viel Mühe gegeben und das ist halt so, das ist halt das Blöde, wenn man wirklich eine Sache vorhat, man ist so voll auch begeistert von einer Idee oder von einer Sache, die man machen möchte, man macht alles, die ganze Woche dafür gearbeitet jetzt und am Ende wurde es dann ja nicht so gut wahrgenommen, sage ich mal. Auf jeden Fall war es heute ja ein belastender Tag, also zum einen sehr müde am Anfang und danach am Ende schon relativ ja, wütend, sage ich mal, weil wurde halt nicht so gut angenommen, aber die weiteren Infos gibt es dann später. So, Tag Nummer 11 und ich muss sagen, es gibt jetzt keine sehr großen Neuigkeiten. Also heute habe ich auch, um ehrlich zu sein, nicht sehr viel gemacht, also auch jetzt zumindest nicht für die Uni. Ich war so ein bisschen auch von gestern so ein bisschen erschöpft, sage ich mal. Ich hatte einfach nicht so viel Lust. Aber ab morgen will ich dann wieder anfangen, ein paar Sachen zu wiederholen, beziehungsweise mich auch vorzubereiten. Es gibt ansonsten nur eine kleine Neuigkeit und zwar mein Husten hat sich wieder so ein bisschen, also ich habe wieder jetzt angefangen mehr zu husten, sage ich mal so. Aber ansonsten gibt es da jetzt keine sehr großen Neuigkeiten, sage ich mal. Deshalb gehen wir dann einfach direkt weiter. So, ein sehr kurzes Update, Tag Nummer 12. Um ehrlich zu sein, heute habe ich nicht viel geplant für die Uni, was gemacht. Um ehrlich zu sein, habe ich für die Uni wirklich gar nichts gemacht. Die letzte Woche, ich weiß nicht, ob es deswegen so war oder so ist, irgendwie die Motivation ist ein bisschen weg gewesen, aber morgen beginnt wieder die Uni, von daher ich muss sie irgendwie wieder finden. Es geht aber direkt weiter und morgen wird es vielleicht Neuigkeiten geben, aber dazu dann eher morgen etwas. Ich glaube, ich muss nichts dazu sagen, es schneit wieder. Aber egal, ich habe eine kleine Neuigkeit. Ich habe gerade eben beim Gesundheitsamt angerufen. Das Ding ist, unsere Verlängerung von der Quarantäne ist eigentlich schon fast zu Ende. Und das heißt, wir können eigentlich raus. Das Problem ist, wir haben immer noch Symptome, deshalb habe ich das erzählt. Und sie meinten, wir sollen einen Termin dann vereinbaren beim Arzt und eben die Sache klären. Ich habe halt da angerufen, wir haben jetzt morgen einen Termin. Wir werden also inshallah morgen dann beim Hausarzt sein, uns quasi ja, überprüfen lassen. Ich weiß nicht, ob wir einen Test nochmal machen, ich glaube eigentlich nicht. Auf jeden Fall wird es dann morgen vielleicht geklärt. Dazu gibt es dann aber erst morgen wieder die genügenden Infos, wenn man das so sagen kann. Ey, endlich soweit. Jetzt geht's zum Hausarzt. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passieren wird. Ich hoffe, man hört mich überhaupt. Ich bin gespannt. Okay, ich hoffe, man hört mich gut. Ich muss gerade mit dem Handy aufnehmen. Wir sind jetzt gerade raus. Wir haben es anscheinend besiegt, sage ich mal. Kann man das so sagen? Es ist auf jeden Fall zu Ende. Quarantäne ist zu Ende. Wir können ganz normal rausgehen. Und ich gebe gleich einfach weitere Infos, wenn ich dann zu Hause bin. Jetzt, wir sind gerade unterwegs. Egal, halt, ciao. So. Das Video ist ewig lang, deswegen komme ich direkt auf den Punkt. Und zwar, als wir beim Arzt waren, ich habe ihm einfach alles erzählt, was so in den letzten Tagen und Wochen passiert ist, mit Juckreiz und Husten und dies und das. Und er meinte, als ich dann gesagt habe, ich habe nur noch quasi Husten, meinte er, das ist eigentlich normal. Also das mit dem Husten, das dauert wohl noch so einen Monat, bisschen länger bei einigen. Aber er meinte, wir können einfach davon ausgehen, dass es zu Ende ist. Also es wurde kein erneuter Test gemacht. Wir haben einfach die Bestätigung erhalten, bei jedem von uns in der Familie. Wir haben es einfach hinter uns und
das war's quasi. Also er hat mir auch angeraten, ich kann gerne mal einen Antikörpertest machen, so nach einem Monat. Einfach als Beweismittel, dass ich das schon hinter mir habe. Und das war's eigentlich auch. Danach sind wir einfach rausgegangen. Und das alles ist vor einer Woche ungefähr passiert. Ich kam einfach nicht dazu, dieses Video hier zu drehen. Ich kann aber ja kurz erzählen, was jetzt in dieser Woche so passiert ist. Und zwar mein Husten ist eigentlich fast weg. Ich habe wirklich nur noch ganz selten ab und zu so Husten. Aber eigentlich kann ich jetzt wirklich davon ausgehen, dass auch alles weg ist. In dieser Woche bin ich auch extra etwas weiter zu Hause geblieben. Einfach so gewissen bisschen, wie soll ich sagen, ich wollte nicht einfach jetzt rausgehen und sagen, hey, ich hab's fertig, deswegen gehe ich jetzt überall hin, deswegen wollte ich ein bisschen trotzdem noch auf der sicheren Seite sein und keinen anstecken. Und wie gesagt, das war's auch dann mit dieser Quarantänezeit. Ich habe auf Instagram euch diesen Fragesticker geschickt, also ihr hattet die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen, wie so die Zeit gewesen ist, also ob allgemein Fragen noch da sind. Und ich will euch mal einige Fragen beantworten. Eine war: Spürst du irgendwelche Folgen von Corona? Wie gesagt, eigentlich alles vorbei. Also nur noch Husten, aber das würde ich gar nicht mehr dazu zählen, weil das ist so gut wie gar nicht mehr da. Wurde die Quarantäne kontrolliert? Eigentlich nicht. Also wir wurden nicht irgendwie kontrolliert. Also einmal irgendwie angerufen nach dieser ganzen Geschichte. Das war aber wegen meinem Vater, Arbeit, dies, das. Also das ist eine andere Geschichte. Von daher so eigentlich nicht. Wurde so vom Gesundheitsamt angerufen. Ich meinte ja, ich habe eigentlich nur einen Brief erhalten und das war mehr so vom Bezirksamt, also ein bisschen auch komisch gewesen, aber ich glaube, das war einfach damit verbunden. Was waren deine schlimmsten Symptome? Ich glaube, das war wirklich einfach dieses Juckreiz. Also das Husten, das war belastend, weil manchmal habe ich einfach ganze Zeit gehustet und das hat nicht aufgehört, aber dieses Juckreiz, das war einfach so schlimm, ich wünsche das keinem. Also es war wirklich war nicht lustig, habe ich auch damals schon gesagt. Ist es anders gewesen zu Hause, obwohl man sonst auch immer zu Hause war? Ich meinte ja auch, ich bin relativ oft zu Hause, ich gehe nicht sehr oft raus, vor allem jetzt wegen dieser Corona-Geschichte. Trotzdem war es etwas anders, weil einfach man weiß, man darf nicht rausgehen. Und andersherum, ich gehe nicht so oft raus, aber trotzdem gehe ich ja irgendwie raus. Sei es jetzt irgendwie einkaufen oder irgendwie was erledigen. Von daher ja, und vor allem wegen der Uni, Quarantäne, keine gute Kombi. Also vor allem, wenn man dann diese Workshop hatte, die ich da hatte halt letzte Woche. Von daher ist es schon etwas anders verlaufen, aber um ehrlich zu sein, ist nicht ultra krass anders. Dennoch war es eine kleine Belastung. So, das war es dann eigentlich auch mit dem Video. Ich möchte natürlich, wie jedes Video, auch dieses Video mit einem Zitat beenden. Und diesmal mit einem Zitat, das ich schon einmal erwähnt habe. Und zwar bei meinem Video über die Instagram Challenge Sache oder Geschichte. Da habe ich das auch erwähnt. Und diesmal, das passt einfach, deswegen will ich es noch einmal erwähnen. Es gibt zwei Gaben, über deren Wert sich die meisten Menschen irren: Gesundheit und vergeudete Zeit. Und so ist es wirklich mit dieser ganzen Geschichte. Man weiß einfach eine Sache zu schätzen, wenn sie entweder eingeschränkt ist oder einfach nicht mehr da ist. Und so war es mit der Gesundheit oder auch mit der Zeit allgemein, die man zu Hause verbracht hat. So, und das war es eigentlich auch mit dem Video. Falls ihr weitere Fragen habt, könnt ihr sie sehr gerne unten in die Kommentare stellen. Ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.